Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Ich habe es mir dieses Mal einfach gemacht und zwar habe ich hier mal eine wunderbare Tabelle für euch. Wir behandeln heute nämlich Blockcodes. Blockcodes sind sozusagen die Variante, die man vorher anwendet, bevor man einen dieser Dinger hier anwendet, die wir uns die letzten paar Male angeguckt haben. Das heißt, man verwendet erstmal einen Blockcode und danach einen Army-Code, um dieses Ergebnis vom Block auf die Leitung zu codieren. So, jetzt gibt es bei Fast Ethernet einen Blockcode, der nennt sich 4B5B Code. Warum 4B5B? Naja, wir packen 4 Bit rein und bekommen 5 Bit raus. Der Input hier kann alle 4 Bit umfassen, aber die 5 Bit dürften ja eigentlich mehr abbilden, nämlich ungefähr doppelt so viele Werte. Warum, oder was heißt ungefähr, es sind genau doppelt so viele Werte. Warum macht man dann nicht einfach 5B5B und warum macht man das überhaupt? Naja, wir sehen hier, wenn wir durchgucken, nirgendwo gibt es mehr als eine führende 0. Also maximal eine führende 0 erlaubt, danach das zweite muss immer eine 1 sein oder das erste muss eine 1 sein. Und maximal 2 abschließende Nullen sind auch erlaubt. Das heißt, hier hinten sehen wir nirgendwo mehr als 2 Nullen, also keine 3 Nullen auf einmal. Das liegt daran, dass das reservierte Werte sind für spezielle Funktionen. Wenn wir nämlich am Anfang, also das ist jetzt im Prinzip wieder mal unser Taktgeber sozusagen, wenn wir wir erwarten einen neuen Block und wenn wir 2 Nullen empfangen, dann wissen wir ganz genau, dass entweder etwas schiefgelaufen ist oder wir fertig sind. Aber eigentlich ist immer irgendwas schiefgelaufen. Wir sehen es hier unten, Quiet hat 5 Nullen, dann haben wir einen Signalverlust. Das bedeutet einfach, keiner darf mehr senden. Das ist das sogenannte Back-Off-Signal und besagt, hört alle auf mit Senden, es gibt hier irgendwas, was nicht so geil ist. Zum Beispiel Kollision oder sonst irgendwas. Wir haben Reset, das ist aber auch was mit 2 Nullen am Anfang. Dann wissen wir auch, dass irgendwas schiefgelaufen ist und Halt ist auch sowas in die Richtung. Also wir wissen, mit 2 Nullen am Anfang ist was schiefgelaufen. Dazu ist quasi dieser Code da. Wenn wir 2 Nullen am Anfang empfangen, wo wir eigentlich was anderes erwarten würden, dann schalten wir ab. Dann ist irgendwas ganz blöd gelaufen. So, am Ende 3 Nullen bedeutet entweder es ist der Anfang oder aber, ja, das ist eigentlich schon die einzige Variante. Oder es ist Quiet, das wäre dann wieder mal der Signalverlust. Okay, ja, und Ende muss ich ja auch noch irgendwie codieren, dass es dann hiermit codiert. Das heißt, ich kann in meinem Code ausdrücken, wie ich jetzt oder was ich gerade machen möchte, beziehungsweise was gerade passiert. Fange ich an mit Senden oder sind wir fertig oder haben wir Signal verloren oder sowas. Das kann ich in meinem Code ausdrücken, diesen Code dann auf die Leitung pflanzen und der zuhört, der kann dann daraus wieder mal zurückgewinnen, was gerade passiert. So, und wir sehen hier auch, dass der Idle-Zustand 5 Einsen hintereinander ist. Das liegt daran, dass das hier ist, also dieser 4B5B-Code ist der Code, der für Fast Ethernet benutzt wurde. Fast Ethernet benutzt also erstmal diese 4B5B-Sache hier, hat dadurch natürlich 20% Leistungsverlust, was nicht so geil ist, aber was sehr, sehr cool ist, wir benutzen danach einfach den NRZI, diesen Biphasencode, den wir vor 2 Videos gemacht haben. Und wenn ich jetzt im Idle-Zustand bin, dann habe ich hier blob, 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 blob. Also eine Baud-Rate von genau der Datenrate und ich kann super meinen Takt wieder zurückgewinnen, denn es ist ja genau ein Wechsel pro Takt oder pro Intervall. Und das bedeutet, in meinem Idle lese ich einfach den Takt ab und dann kann ich entweder anfangen mit Senden oder ich fange plötzlich an, irgendwas zu empfangen. Dann habe ich hier plötzlich auch ein paar Nullen drin. Und dann weiß ich, oh, jetzt geht's los. Jetzt muss ich aufpassen und deswegen haben wir hier auch 3 Nullen hintereinander. Denn 3 Nullen können in einem normalen Code niemals vorkommen. Wir dürfen am Anfang maximal eine Null haben, am Ende maximal 2 Nullen und in der Mitte haben wir auch niemals 3 Nullen. Das heißt, wenn wir 3 Nullen empfangen, können wir sagen, oh, jetzt geht's los. Jetzt können wir sagen, oh ja. Und hier genau dasselbe, der zweite Start hat auch 3 Nullen. Und wenn ich mehr als 3 Nullen empfange, dann weiß ich sowieso, ist was schief gegangen, dann habe ich wieder mal einen Signalverlust. Okay, und so funktioniert dieser 4B5B-Code, der höchstwahrscheinlich gerade bei euch am Rechner läuft, es sei denn, ihr habt ein richtig geiles Kabel und seid auf Gigabit Ethernet, wahrscheinlich habt ihr Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet benutzt einen anderen Code. Der ist aber so langweilig eigentlich, dass ich euch den gar nicht mehr separat präsentieren möchte, sondern er basiert hier auf diesem 4B, 5B Code. Er hat 8-Bit Input und 10-Bit Output. Das heißt einfach, ja, quasi verdoppelt. Also wenn ich hier zweimal was reinpacke, dann habe ich auch 8-Bit, und wenn ich zweimal Sachen auspacke, dann habe ich auch 10-Bit. Und es sind maximal 5 gleiche Bits erlaubt. Hier waren es jetzt maximal 2 Nullen und maximal 4 Einsen, glaube ich, waren es. Weil danach erkennt man 5 Einsen als idle, also als niemand sendet was. Und mehr als 2 Nullen ist irgendwas schiefgegangen oder es hat was angefangen. Bei 8B, 10B sind es jetzt eben 5 gleiche Bits erlaubt, und ja, im Prinzip basiert das Ganze da drauf und hat auch keinen großen Unterschied mehr. Okay, das war's mit den Codes schon wieder, und ja, nächstes Mal schauen wir weiter, was wir dann machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!